Hi, ich bin Danai Dörken und ich bin Konzertpianistin. Heute möchte ich euch meine Übemethoden zum Präludium in C-Dur von Johann Sebastian Bach aus seinem wohltemperierten Klavier zeigen. Das ist ein wahrer Klassiker der Klavierliteratur und ich freue mich sehr, euch heute meine Tipps an diesem Yamaha Silent Piano zu zeigen. Was mir immer besonders hilft, wenn ich ein Stück neu lerne, ist es in seinen historischen Kontext einzuordnen. Johann Sebastian Bach hat dieses Präludium natürlich nicht für das Klavier, wie wir es heute kennen, komponiert, sondern für ein ganz anderes Instrument, nämlich das Cembalo. Auf diesem Yamaha Silent Piano habe ich jetzt in Kombination mit der Smart Pianist App die Möglichkeit, aus vielen verschiedenen Klangfarben auszuwählen und es auch auszuprobieren, wie es auf dem Cembalo klingen würde. Dafür gehe ich jetzt hier ins Menü und wähle aus den verschiedenen Instrumentengruppen aus. Dafür gehe ich auf Harpsichord, wo die ganzen Cembali drin sind, und suche mir mein Instrument aus. Dann kann ich auch die Noten für dieses Stück finden, denn sie befinden sich auch in der Smart Pianist App, und kann es jetzt nun ausprobieren. Das Cembalo ist ein Instrument, das komplett anders funktioniert als der moderne Flügel. Die Saiten werden dort gezupft und nicht mit einem Hammer angeschlagen, was bedeutet, dass man auch den Klang dynamisch nicht beeinflussen kann. Daher sind diese Klangfarben wirklich sehr realitätsgetreu, denn wie man gerade gemerkt hat, konnte ich beim Cembalo die Dynamik nicht beeinflussen und musste das wettmachen mit der Zeit. Deswegen nutze ich da ein bisschen Rubato, versuche den einen oder anderen Ton zu verzögern, um denselben Effekt zu erzielen. Ich kann jetzt aber auch aus vielen anderen Klangfarben auswählen. Dafür gehe ich hier in den Piano Room, wo ich alle akustischen modernen Instrumente finde, und suche mir jetzt zum Beispiel den Bösendorfer Imperial aus. Ich werde oft gefragt, woher ich die Motivation finde, jeden Tag Klavier zu üben. Und die Wahrheit ist, ich bin natürlich nicht jeden Tag motiviert, Klavier zu üben, aber es gibt zwei Sachen, die mir dabei helfen, mich immer wieder hinzusetzen und damit anzufangen. Die erste Sache ist der Grund, wieso ich es tue. Und das ist natürlich die Liebe zur Musik und die Freude an der Musik. Es gibt natürlich immer wieder Ziele, auf die ich hinarbeite und die mich motivieren zu üben, aber es ist die Tatsache, dass ich meine Emotionen durch die Musik ausdrücken kann und mit den Zuhörern teilen kann, die mich immer wieder dazu bringt, mich ans Klavier zu setzen und die wahre treibende Kraft hinter meinem Klavierspiel ist. Die zweite Sache ist eine Regel, die ich die 5-Sekunden-Regel nenne. Es ist etwas, was ich in den letzten Jahren immer wieder angewandt habe, und es ist ganz simpel. Ich zähle einfach laut bis 5. 1, 2, 3, 4, 5 und fange dann direkt an mit dem Klavierüben oder mit irgendeiner Aufgabe, zu der ich mich motivieren muss. Es hängt damit zusammen, dass das Allerschwierigste eigentlich der Anfang ist. Wenn man erstmal mit etwas anfängt, dann kommt der Rest eigentlich ganz von selber und die Motivation setzt dann automatisch ein. Ich bin mir sicher, dass wenn ihr es jetzt auch ausprobiert und euch direkt ans Klavier setzt, ihr merken werdet, dass ihr sofort in die Welt der Musik eintauchen werdet und sehr viel Spaß am Klavierüben haben werdet. Selbstverständlich gibt es in der Smart Pianist App an diesem Yamaha Silent Piano auch die Klangfarbe des CFX, dem berühmten Konzertflügel von Yamaha, und diese habe ich jetzt ausgewählt, um das gesamte Präludium für euch noch einmal zu spielen.